Heute gibt es einen Selleriesalat mit Joghurt und zwar liebe ich einfach dieses Rezept, weil ich immer möchte, dass meine Kinder Sellerie essen und wenn ich den aber koche, mögen sie diesen Geschmack nicht. Aber diesen Selleriesalat lieben sie. Vielleicht liegt es wirklich an der Art der Zubereitung, weil Sellerie entfaltet diesen bestimmten Geschmack, der so typisch Sellerie schmeckt, wahrscheinlich ab einer bestimmten Kochzeit. Und weil dieser Salat eben anders gemacht wird, schmeckt er richtig lecker, auch für diejenigen, die nicht so gerne Sellerie mögen. Und dazu ist dieser Salat richtig gesund, bekömmlich und delikat. Für diesen Salat brauchen wir eine ganze Sellerieknolle. Wir schneiden zuerst die Enden ab und dann schäle ich einfach auf dem Brett mit einem großen Messer so die Schale ab. So ist es am sichersten. Mit kleinen Messer können Unfälle passieren, aufpassen. Und dann erstmal halbieren und dann vierteln und so mache ich das Ganze zum Reiben bereit. Ich reibe das Ganze mit meiner Maschine, aber ihr könnt natürlich auch manuell mit der Hand mit einer normalen Reibe reiben, was allerdings ein bisschen natürlich dauern wird. Zusätzlich brauchen wir noch Karotten für diesen Salat. Die Karotten werden erstmal geschält. Die Enden abgeschnitten und dann in Stücke geteilt und das Ganze gebe ich jetzt auch in meine Maschine zum Reiben. Die Karotten sind auch fertig gerieben. Als nächstes in eine große Pfanne Olivenöl hineingeben und erhitzen und danach die geriebenen Karotten und Selleriestreifen hineintun. Und ein bisschen Olivenöl noch drüber, weil das ist einfach der Geschmacksträger in diesem Salat. Ne? Olivenöl und am besten natürlich kaltgepresstes muss dabei sein. Und jetzt habe ich gerade so mittlere Temperatur, also nicht ganz hoch aufdrehen und ein bisschen kurz anbraten und dann ein bisschen Knoblauch noch hineinreiben und dann auch mit dem geriebenen Knoblauch anbraten. Aber nicht lange, also das Ganze soll nur ein bisschen an Volumen verlieren, vielleicht 1 Minute höchstens. Kurz anbraten und ihr seht, das Volumen und die Farbe hat sich ein bisschen verändert. Als nächstes schneide ich, hier habe ich Dill, also ich hacke sozusagen so ungefähr 1 Bund Dill für diesen Salat. Und dann brauche ich noch Walnüsse, und zwar gehackte Walnüsse und ich mache das Ganze einfach so in der Folie, geht ruckzuck. So, und dann Joghurt, salzen, mischen, am besten die große Schale vorbereiten dafür und die gebratenen, geriebenen Karotten und Selleriestreifen hineingeben. Wie ihr seht, ist das noch schön warm und das Ganze mischen. Es ist einfach ein Geschmackserlebnis, diese Kombination von Joghurt und eben diese gebratene Karotten und Selleriestreifen. Das Ganze jetzt in einen Servierteller geben, nach dem Mischen. Bevor wir das servieren, kommen oben die gehackten Walnüsse drauf, schön damit garnieren. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Der Geschmack der Walnüsse passt sehr gut zusammen und natürlich auch der Dill, den ich ja auch vorher gehackt habe, der kommt auch oben drauf. Und das ist wirklich eine tolle Kombi. Und dann noch mal ein bisschen mit den Walnüssen. So muss das Ganze dann aussehen und so wird serviert der Salat. Und das ist wirklich ein Erlebnis, dieser Salat. Einfach mit einfachen Zutaten. Und wir haben die Sellerie nicht gekocht, deshalb entfaltet sich auch nicht der bittere Geschmack der Sellerie, sondern einfach auch der süßliche Geschmack eher. Und das ist wirklich ein Geheimnis, ein Geheimtipp sozusagen, ganz kurz anzubraten den Sellerie und so entfaltet sich ein ganz tolles Geschmackserlebnis. Und natürlich die Kombination mit den Karotten, mit dem Joghurt und den Walnüssen und dem Dill ist einfach nur super. Ihr müsst diesen Salat wirklich, wirklich probieren. Es ist auch ein super Partysalat oder auch ein Silvestersalat oder auch zu Weihnachten, wenn die Familie kommt. Überrascht doch mal eure Familie mit diesem Salat oder eure Bekannten und Freunde. So, und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich persönlich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und über ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!